Mein Name ist Stella Tsianios. Ich wurde mal gefragt, warum ich als Nicht-Roma einen Roma-Dokumentarfilm machen möchte. Weil einfach zu viele Fragen und Vorurteile zu den Roma den Umgang beherrschen. Weil sich mehrere Fragen aufdrängten durch meine Arbeit als Pädagogin. Es bedarf mehr Brücken des Verständnisses, der Empathie in einer Welt, in der die Sprache immer gewalttätiger und ausgrenzender wird. Es braucht Beispiele, positive Beispiele, um die Roma kennenzulernen, wie sie sind und nicht wie wir sie sehen, mit dem Rucksack unserer antiziganistischen Vorurteile. Beispiele mit und von ihnen, nicht über sie. Positive Roma-Stories, die könnten das Bild verändern. Unser Kapital ist eigentlich, dass wir uns getroffen haben, dass wir uns vernetzen wollen und dass wir das, was du angefangen hast, dass wir das weitertragen, mit dir aber. Dann bist du dabei. Perfekt. Wer bist du? Ja, mein Name ist Marco Knutzen. Ich bin selber Roma. Mein Vater hat in den 80er Jahren die Roma- und Sinti-Union gegründet in Hamburg und da habe ich dann mitgearbeitet, seitdem ich 14 bin. Jetzt bin ich 44. Und ich bin in Hamburg geboren. Und mein Vater ist mit 4 Jahren nach Hamburg gekommen. Aus Polen damals. Ja. Und mein Großvater ist Pole, väterlicherseits. Meine Großmutter ist Romni aus Rumänien und der Tschechoslowakei. Und mütterlicherseits habe ich dann auch wieder den deutschen Einschlag und auch wieder dänisch-polnische Wurzeln. Daher auch dann mein Name, der Sohn von Knut. Ja. Aber ich bin geborener Hamburger Jung, genauso wie meine Mutter. Da gehen wir bis in 6 Generationen zurück in Hamburg. Musstest du die Identität verstecken oder warst du ein Junge? Also bis ich 14 war und angefangen habe, aktiv zu werden in der Roma- und Sinti-Union, habe ich niemandem meine Identität wirklich auf die Nase gebunden. Es geht nicht nur darum, den Anspruch zu haben, dass wir uns integrieren sollen. Wir haben uns integriert, wenn wir friedlich in einer Gesellschaft leben und deren Werte, Normen und Gesetze einhalten, dann haben wir uns integriert. So, aber wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen und über Inklusion reden. Das heißt, dass wir auch mit unserer eigenständigen Identität, die uns ja auch geschützt zugestanden wird durch europäische Gesetze, dass wir da aktiv werden können und unsere Identität behalten können und trotzdem Teil dieser Gesellschaft werden können. Aber dazu gehört natürlich auch der Willen der Mehrheitsgesellschaft. So, und für die Mehrheitsgesellschaft stehen halt ihre eigenen Vorurteile uns gegenüber im Weg. Mein Name ist Major Osman. Ich komme aus Mazedonien, Ex-Jugoslawien. Ich liebe Theater. Das ist mein Leben. Ich will leben, ich will lieben. Ich mag die Menschen, ich mag Frauen, ich mag Kinder. Alles, was ich schön, ich mag die Schönheit, das ist nicht los. Ästhet. Du bist ein Ästhet. Das passt ganz gut zu deinem Beruf. Du bist Schauspieler, was bist du noch? Vom Beruf, wie ich habe gesagt, ich habe Kunstakademie Schauspiel studiert. Aber lange Zeit, ich arbeite auch als Sozialarbeiter. Ja. Ich arbeite sehr viel mit Flüchtlingen, mit Migranten, so, mit Jugendlichen. Das ist ein Schwerpunkt für mich auch. Ich bin fast 36 Jahre professioneller Schauspieler. Ich habe dieses Glück, dass ich habe sehr gute, schöne Rolle gespielt. Alle Klassiker, griechische Tragödie, von Oedipus, Kreon, das ich sage nicht jetzt, aber von Shakespeare, ich habe Romeo, Othello 2-mal gespielt, weil ich alles andere Richard III. Die Roma haben ein Problem, ein ganzes Leben, 1000 Jahre. Die Diskrimination von uns ist als Schatten. Aber das, was bis jetzt war, ich denke, alles war weniger. Ich denke, dass wir müssen viel mehr machen. Was bedeutet, warum ich war eigentlich die erste Patient? Weil ich war früher ein Roma, ein Zigeuner sozusagen. Wenn ich habe angefangen, erst einmal zu studieren, dann in Jugoslawien im Stadttheater zu arbeiten, danach
Überhaupt war nicht so wichtig, dass ich bin Roma. Ich habe angefangen zu sprechen viel mehr, dass ich bin Schauspieler, dass ich bin ein guter Schauspieler, talentiert und so weiter. Und dass ich bin Roma, das war überhaupt nicht so wichtig. Nein. Dann ich habe viel mehr angefangen zu sprechen, dass ich bin Roma. Und ich habe immer von mir gesagt, Nejo, du bist langweilig mehr, diese Themen, Roma. Das lass du das. Aber für mich war das ein Punkt, dass ich muss weiter jetzt über Roma sprechen, weil ich war nicht so wichtig als Roma jetzt, als Schauspieler. Das bedeutet, du musst deine Image ändern. Also mein Name ist Fatima Hartmann und ich bin auch ein Migrantenkind. Mein Vater ist als Arbeitsmigrant und meine Mutter hier rübergekommen. Und ich habe hier ganz normal die Schule besucht als ein, zwei Migrantenkinder und das andere waren deutsche Kinder. So bin ich groß geworden hier in Solingen und habe dann in Köln meine Ausbildung für Erzieherin weitergemacht und habe parallel zu der Ausbildung als Erzieherin hatte ich die Möglichkeit beim WDR Roma-Gruppen zu führen und dort meine ersten Übersetzungen auf Romanes zu machen. Wie war es denn draußen? Draußen war die Welt ganz anders, das heißt, irgendwo musste man hin und her switchen. Natürlich, ich bin ja in diesen zwei Welten groß geworden, so wie viele andere. Ja. Ne? Und ich für mich selber habe mir aus diesen zwei Welten mein eigenes Weltbild gemacht. Ja. Und Gott sei Dank hatte ich so eine freie Erziehung von meinem Vater und von meiner Mutter geleistet, dass ich das auch tun konnte. Aber hast du noch Geschwister oder hast du eine Schwester, ja. Okay. Ne? Die ist älter oder jünger? Nee, jünger und sie ist Professorin hier in Deutschland. Ist ja nicht schlimm. Aber Danke. Bedienst du auch Klischees für die Mehrheitsgesellschaft? Darauf will ich hinaus. Im Theater, ich kann das nicht sagen. Im Theater, ich war immer Schauspieler und ich habe immer eine unterste Rolle gespielt. Weil im Theater jetzt ist ganz etwas anderes als jetzt, ich sage, im Film. Weil im Film ist es anderes. Im Film, ich habe Rollen immer so etwas Kriminelle gespielt. Immer den Kriminellen? Immer Kriminelle, immer Mafioso oder Boss und so weiter. Vielleicht ich habe nicht noch diese Chance, eine andere Rolle zu spielen. Ich sage nicht, dass ich bin ein Experte von kriminellen Rolle zu spielen und ich bin nicht der Einzige. Natürlich gibt es viele andere auch, die spielen so Rolle. Ich sage negative Rolle. Aber meistens das macht die ausländische Schauspieler. Ich muss sagen jetzt, ob ist die Ausländer Experte von so Rollen oder nein, das kann eine andere sagen. Oder vielleicht unsere Gesichter so. So kriminell. Ne? Ich kann sagen, vielleicht unsere Emotionen oder Energie ist anderes. Haben wir kriminelle Gesichter? Ich glaube, das ist nur ein Gerücht. Erzähl von dir, erzähl. Mein Name ist Fatih Çelikoglu, ich bin auch Schauspieler, Kabarettist, komme aus Köln, meine Eltern kommen aus der Türkei und ich bin Jahrgang 72. Das ist aber nicht wichtig. Nicht wichtig. Genau. Und bin halt lebe hier in Köln. So. Bin unterwegs mit meinem Programm. Was sind deine Themen? Meine Themen sind, ich habe jetzt mein 6. Programm draußen. Und mein Thema ist schon, dass die Gesellschaft, in der Gesellschaft ist natürlich Migration natürlich ein Thema. Und die Entwicklung, die Politik, die Kultur, der Umgang miteinander, das Kleine, Familie, die Gesellschaft, das Große, das kommt da alles drin vor. So. Woher kennst du Nejo? Nejo kenne ich. Den haben wir heute hier so ein bisschen ausgegrenzt. Ja. Den großen Nejo Osman, den kenne ich schon sehr lange. Sehr lange. Ich habe noch Jugendtheater gemacht, sollte an die Schauspielschule gehen oder war schon. Du bist Ende vom Gymnasium warst du, ich denke. Du hast mit mir damals noch gesprochen, dass du bist Schauspielerei, auch dass du magst Theater und du wolltest immer mit mir reden. Nejo damals halt Schauspieler des Jahres und der Superstar und der Held und so und das war schon, ich war so, oh Wahnsinn, guck mal,
diese Erscheinung und so. Und wenn du in Deutschland aufwächst, sage ich mal, kommst du, glaube ich, nicht umhin, wenn du halt so schwarz bist, dunkel bist, also schwarze Haare und so weiter, kommst du, glaube ich, nicht umhin, auch Ausgrenzungserfahrungen zu machen. So, das fängt an in der Arbeitswelt, das ist, wenn du eine Wohnung suchst und so. Das passiert dann schon. Die Frage ist halt, wie man damit umgeht, ne? Was du dann machst. Ich glaube, ich habe mich dann irgendwann, im Moment sieht es vielleicht recht linear aus, dass es direkt klar ist, aber irgendwann hat auf der Bühne gelandet und den Rassismus mit Humor angefangen zu bekämpfen und die Absurdität halt zur Sprache gebracht, indem ich die Absurdität einfach gezeigt habe. Der Humor oder der humoristische, satirische Ansatz ist ja schon der Versuch immer oder auch das Gelingen vielleicht davon, dass das Spannungen im Lachen aufgelöst werden. Und wenn wir gemeinsam lachen können, das ist Gold. Das ist dann, weil wir können über Sachen lachen, die wir verstehen. Lachen hat auch mit Geist zu tun, Lachen hat auch mit Auflösung zu tun, Lachen hat auch mit Schmerz und Wahrheit zu tun. Und wenn das alles zusammenkommt und wir dann zusammen da sitzen und alles zusammen lachen und dann gleichzeitig dieses schwere Thema der Ausgrenzung des Rassismus verhandeln, das ist schon sehr zusammenführend. So. Die Religion kommt eigentlich von welcher Ecke kommst du, von welchem Land du kommst. Okay. Das bedeutet, alle möglichen Religionen gibt es. Und wenn wir anfangen, jetzt über Religion zu sprechen, zu definieren, das ist für mich ist wichtiger, dass wir sind Roma und Punkt. Ja. Und ich muss jetzt auch dazu haben wir, also die christlichen Roma vom Schiffhof wollten mit den mohammedanischen Roma aus den Häusern. Ne? So. Ja, und dann haben wir ein Fest gemacht. Ne? Ja. Und jetzt saßen erstmal beide Gruppen getrennt voneinander. Ne? Ja. Und dann habe ich auf der Bühne das so aufgebaut, dass jeder ein kleines Stück spielt, Theater, Gedichte, ne? So. Und dann war das richtig schön. Dann haben sich alle in den Armen gehabt. Ne? Da sind wir und wieder. Theater ist Therapie. Ne? Kunst ist Kunst, Therapie. also man kann die Menschen zusammenführen. Ne? Auch hier in den Asylheimen ist, wenn da ganz viele fremde Menschen in diesen furchtbaren Häusern untergebracht sind, statt sie in Wohnungen überall im Stadtgebiet zu verteilen, dann ist es so, dass sehr viele Deutsche Angst davor haben. Da haben wir Nachbarschaftsfeste gemacht. Wir haben das organisiert. In der Brücker Mausfahrt, in Nippes, überall. Und dann haben wir die Nachbarn alle eingeladen, damit sie die Familien kennenlernen. Ne? Wenn man sich kennenlernt, dann interpretiert man auch nichts mehr da rein. Eine Identität zu schaffen, die positiv ist für unsere Kinder, Jugendlichen, für die Generation, die kommt. Weil nur damit sie die Kraft haben werden, sich mit der Mehrheitsgesellschaft über die Vorurteile, die die Mehrheitsgesellschaft über die Zigeuner hat, auseinanderzusetzen. Ja, klar. Denn du hast es vorhin auch schön gesagt, Zigeuner existieren nicht. Die Menschen müssen uns kennenlernen als Roma und Sinti und dann können sie sich davon ein Bild machen. Und dann nimmt man ihnen den Rucksack weg, den sie haben mit ihren Bildern über die Zigeuner. Was ich so höre halt, das ist ja im Prinzip, läuft es darauf hinaus, dass es um Bewusstsein geht, was du machst mit Empowerment, dass man die Leute Selbstbewusstsein, sich stärken, so. Und darum geht es, Identität fördern, stärken und aufmerksam sein. Ich glaube, darum geht es. Und wenn wir, und das kann man schon fast allgemein sagen, wenn eine bewusstere Aufmerksamkeit da wäre, dahingehend verändern, dass wir bewusster werden vielleicht. Aber ich habe so den Verdacht, dass das doch etwas Zeit brauchen wird. So. Aber du siehst ja auch gleichzeitig gerade, wenn, ihr habt das ja angesprochen, der Ziganismus wird gar nicht mal so vage oder wird nicht so thematisiert. Wird nicht thematisiert. Und gleichzeitig haben wir so einen Rechtsruck, haben wir Rassisten im Bundestag sitzen. Ja. Diese Bewegung haben wir in verschiedenen Ländern, auch auf Europa und Amerika und so weiter. Also die Frage ist auch, die Bewegung, die gerade stattfindet, ist das letzte Aufbäumen der Hinterwäldler, der Hampelmänner? Oder ist es wirklich ein Wechsel, dass jetzt Rassismus wieder nach vorne kommt? Es ist ja mehr geworden, gefühlt. Obwohl wir gleichzeitig mit Menschen wie dir und mir und uns auch gleichzeitig eine höhere Teilhabe vermerken. Ja. Ne? Das ist ja auch noch, also deswegen ich bin da ganz unschlüssig, ob es jetzt gerade besser wird oder schlechter wird, ist es nicht so entschieden, ehrlich gesagt. Mein Name ist Diana Sima, ich bin 38 Jahre alt. Ich habe 2 Kinder, 14 und 12. Ich komme ursprünglich aus Rumänien, wohne in Hamburg seit 17 Jahren, aber ich bin Roma. Ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, wo Roma-Mädchen eigentlich nach der 6., 7. Klasse schon nicht mehr die Schule besucht haben. Allerdings hatte ich das Glück, dass mein Vater
Dadurch, dass er selber nicht zur Schule gehen konnte, nach dem 4. Jahr musste er schon abbrechen. Er kam aus einer sehr armen Familie, wo die Kinder schon früh genug angefangen haben zu arbeiten. Er war aber schon sehr an Bildung interessiert, so fing er an, sehr viel zu lesen. Irgendwann wurde er auch schon Leiter der Abteilung in der chemischen Fabrik bei uns vor Ort und hatte sich gewünscht, dass wir alle zur Schule gehen, dass wir alle Ausbildung genießen. Wir sind 5 Geschwister, ich bin die jüngste von denen und wir sind alle gebildet. Ich bin aber die Einzige, die bei mir in der Stadt und auch in der Familie es so weit geschafft hat, dass ich dann irgendwann studieren gegangen bin. Das war auch schon mein Ziel. Ich wollte unbedingt studieren gehen, ich wollte etwas aus meinem Leben machen. Es war natürlich nicht leicht in einer Community, wo, wie gesagt, die Mädchen auch ab 7. Klasse schon nicht mehr zur Schule gegangen sind, sondern sind zu Hause geblieben, um zu lernen, gute Ehefrauen zu werden. Das war ich nicht. Ich war anders und ich wollte es auch anders haben. Und ich fing erst mal mit Sprachen studieren, parallel Jura. Ja, irgendwann habe ich angefangen, Aktivistin zu werden, durch den Studentenverein, der sich gegründet hat in Bukarest, in der Hauptstadt, wo ich studiert habe. Heute bin ich Bildungsberaterin in Hamburg. Vom Beruf bin ich aber Konferenzdolmetscherin. Aber dann habe ich ja angefangen zu arbeiten als Romanes-Lehrerin. Da habe ich Kinder aus ganz Europa, die sich hier in Hamburg aufgehalten haben, auf Romanes unterrichtet. Mathe, Deutsch, Englisch, was auch immer dazu gehörte, und zwar deren Alter entsprechend. Mit 18 habe ich verstanden, dass da Bedarf ist, dass da Leute sich für unsere Rechte einsetzen und wir sind diejenigen, die das tun sollen und nicht andere. Denn wir wissen, was für uns gut ist und was nicht. Wer bist du? Ich heiße Vladimir Jeremic, komme ursprünglich aus Serbien. Du sprichst? Ich spreche Jugoslawisch, dann spreche ich Kroatisch, Bosnisch, das gehört ja auch alles dazu. Das sind alles die Balkanstaaten dazu. Russisch verstehe ich perfekt. Englisch. Ich bin hier geboren. Ich bin die erste Generation, die hier aufgewachsen ist. Erste Generation von was? Von meinen Eltern, die ursprünglich hierher gekommen sind als Au-pair oder auch meine Eltern, die eigentlich nur hier 1-2 Jahre sein wollten, einfach gucken wollten, wie Deutschland ihnen gefällt. Ah, okay. Gibt es einen Roma? Ja, bei uns gibt es einen Roma. Das gibt es. Meine Eltern sind Roma ursprünglich. Ja, mein Name ist Alisa, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Roma aus Jugoslawien. Und aus Montenegro, besser gesagt, es gibt ja kein Jugoslawien mehr. Du bist hier aufgewachsen, bist hier zur Schule gegangen? Genau. Ich habe meinen Abschluss gemacht, habe meine Ausbildung gemacht, habe meinen Führerschein gemacht, habe meine Papiere gemacht, dass ich auch hier bleiben kann. Also, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe diese Ziele erreicht, dass ich so diese Festigkeit habe, dass ich mir nicht Gedanken machen muss, oh, ich muss abgeschoben werden oder was auch immer. Also für meine Mama war das schon sehr wichtig, weil sie hat das nicht gehabt, Bildung. Sie musste mit 9 Jahren arbeiten gehen, um dass sie überlebt, sage ich mal. Und deswegen war das für sie wichtig, dass mein Bruder und ich zur Schule gehen, dass es uns besser geht. Ne? Natürlich war es auch für uns schwierig. Wir waren nicht immer einfache Kinder, sage ich mal so. Aber sie hat halt nicht aufgegeben, sie hat immer gefordert von ihren Kindern. Ja, es war ein schwieriger Weg, aber nichtsdestotrotz habe ich es geschafft. Also, sie wollte immer, dass ich erstmal stabil bin, dass ich selber für mich sorgen kann. Das war ihr ganz wichtig. Das hast du hingekriegt? Und dass ich nicht abhängig bin von einem Mann, was oft passiert, weil wir halt sehr jung heiraten. Und ja, und dann ist es halt so, ne? Dann ist sie halt zu Hause, die Frau mit den Kindern. Ist auch nicht schlimm. Ist Aber auch du bist ein schön. Gegenentwurf, ne? Ja, aber wenn ich heirate und Kinder habe, dann bin ich auch zu Hause und der Mann soll arbeiten gehen. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Ich habe gelernt Bürokauffrau. Okay. Und du arbeitest auch in dem Beruf jetzt? Genau, ich arbeite im Kindergarten, im Büro. Für uns sind andere Sachen wichtiger. Ne? So, das hat aber auch viel damit zu tun, dass unsere Eltern
unsere Vorfahren viel leiden mussten und kämpfen mussten, dass wir überhaupt was zu essen haben und sich halt nicht so auf Kultur oder auf Gesellschaft konzentriert haben. Und ich finde das wichtig, dass man jetzt auch beginnen soll, dass wir zum Beispiel der nächsten Generation zeigen können, so, wir sind angekommen, wir sind da und wir können uns auch entspannen. Wir müssen nicht kämpfen immer. Immer Kampf. Natürlich kämpft man, aber halt nicht Positiven, ne? Genau, sondern halt auch weiter seinen Horizont zu erweitern. Ich arbeite, dass wir auch als Volk eine positive Identität brauchen. Wie machen wir das? Ja, als erstes über eine Geschichte, die nicht von Vorurteilen geschrieben worden ist. Du hast die Geschichte dazu geschrieben. Das heißt, bis dahin, du hast recherchiert, du hast nichts gefunden. Das war alles etwas... Alles nur Vorurteile. Genau. Ja. Was hast du neu gemacht? Ich habe mich 3 Monate in der Zentralbibliothek eingesperrt und habe mir die Geschichte der Region reingezogen. Begonnen hat alles damit, dass wir vor 1000 Jahren von Mahmud von Ghazna, einem afghanischen Feldherrn, in 17 Feldzügen, die er gemacht hat in Indien, im Panjab-Tal, als Handwerker verschleppt worden sind, um seine Armeen zu versorgen. Mahmud von Ghazna hat damals das größte islamische Reich der Geschichte geschaffen und uns versklavt, damit wir seine Armeen versorgen. Nach dem Ende dieses Ghaznavidenreiches, welches seinen Ursprung hatte in Afghanistan, da ist auch heute noch eine Stadt, die nennt sich Ghazna, wurde uns irgendwie klar, dass wir haben ein Wort für einen Nicht-Roma. Ja, das ist Gajo. So, und das lässt sich wunderbar ableiten von Ghazna. Mahmud der Ghaznavide. Also alle, die nicht zu uns gehörten im Grunde genommen dann historisch zu denen, die uns verschleppt haben. So, und nach Europa gekommen sind wir dann über das Osmanische Reich. Als die nach Europa kamen, kommen wir auch nach Europa. Wir haben 1376, dass der erste osmanische Krieger europäisches Land betreten hatte, und wir haben die erste Aufzeichnung von Roma in alten Historien von 1378 in Belgrad. Also 2 Jahre nachdem die Türken nach Europa gekommen sind, haben wir die erste Benennung von Roma. Mit der Antiziganismus ist es momentan auch so. Da haben wir auch 2003 angefangen mit. Ja. Davor gab es 2, 3 Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, weltweit im Grunde genommen. Und eine Koryphäe davon war Professor Dr. Wippermann von der Freien Universität Berlin. Da war ich so 6, 7 Jahre alt, da kam der Zigeuner auch noch mit Pferdewagen, und meine Oma lief raus und nahm die Wäsche ab, obwohl sie noch nicht getrocknet war, und sagte mir, komm bloß rein. Ich sage, ja, wieso denn? Ja, das sind Zigeuner und die klauen immer kleine Kinder. Ich bin natürlich hinten sofort rausgelaufen, um geklaut zu werden, denn meine Kindheit war so furchtbar. Auch die ersten Berichte aus Deutschland haben gesagt, die haben schwarze Hautfarbe. Und da dachte ich immer, wie Afrika oder was, ist doch Unsinn. Nein, schwarz ist die Farbe des Teufels. Und dann kommen eben die wirklich magischen Fähigkeiten, die dann aber auch insbesondere die Frauen haben sollen. Das wird also mit dem Teufelsglauben zusammengesetzt. Auch sexualisiert. Und sexualisiert, aber die Basis, genau wie beim Antisemitismus übrigens, ist ein religiöses Vorurteil. Hat auch Luther schön. Ja, genau, richtig. Und das haben Sie gesehen, dass also Luther eben da auch schon vorgeschlagen hat, die Juden genauso zu behandeln wie die Zigeuner. Das heißt, um ein Dach tun, oder ein Stall, ein Arbeitshaus. Ich gehöre der Nation an, die Juden und Zigeuner umgebracht hat. Und da will ich jetzt auch keine Hierarchie der Opfer machen. Im krassen Unterschied zu den Juden, der Halbzigeuner, ja bis zum Achtelzigeuner, also ein Urgroßelternteil, dem Volljuden gleichgestellt wurde. Verstehen Sie, das ist also eine Logik, die an Zynismus nicht zu überbieten ist, aber so wurde das gemacht, weil die nicht nur zigeunerisches falsches Blut drin haben, sondern eben auch eine asoziales und kriminelles. Und dann habe ich das gewagt, habe ich großen Ärger bekommen und gesagt, das war ein europäischer Genozid. Ich will ja nicht verleugnen, dass die Initiative und die Hauptverantwortung den Deutschen ausging. Aber viele der Ermordeten sind nicht von Deutschen ermordet worden. Zum Beispiel in Kroatien, Jasenovac, das Lager, das war Zigeunerlager, da war kein Deutscher, da war nur die kroatische Ostascha. In Frankreich, Vichy Frankreich, gab es Zigeunerlager neben den jüdischen Lagern.
Die Zigeunerlager bestanden aber noch bis 1946, 2 Jahre nach der Befreiung. Und keiner hat darüber gekriegt. Die Juden wurden von der Gestapo deportiert, die Roma und Sinti von der Polizei. Als Asoziale, das war die erste Einstufung, die uns gegeben worden ist. Aber man muss sich dann wirklich zu Gemüte führen, dass man nach 1945 als Überlebender dieselben Beamten auf den Polizeidienststellen hatte, die einen in die Konzentrationslager gebracht haben. Und dann Vertrauen aufzubauen zu einem Staat ist nahezu unmöglich. Wurden nicht in der Nazi-Zeit, sondern viel, viel früher von der Polizei fest registriert. Ja, natürlich. Also geduldet wurden hatte damit zu tun, dass sie Militär waren. Also nicht nur im 30-jährigen Krieg, was man weiß, sondern da weiter als Söldner. Und das konnten sie ganz gut und dann kriegten sie Militärpapiere und dann eben sozusagen Ausweise. Und dann wird alles ausprobiert, erst an den Zigeunern, was es so gibt. Also Autokennzeichen zum Beispiel, war zuerst für die Zigeunerwagen. Die mussten ein Kennzeichen führen. Okay. Dann Ausweise mit Fotos, erst bei den Zigeunern. Mit Fingerabdruckverfahren, das war ziemlich teuer. Das bringt mich auf eine Veranstaltung, die wir mal hatten. Wir hatten mal als Europäisches Zentrum für Antiziganismusforschung eine Veranstaltung mit den Absolventen der Hamburger Polizeiakademie. Und da haben wir denen mal einen Holocaust-Überlebenden vor die Nase gesetzt, der denen erzählt hat, was damals passiert ist, wie sie aus den Häusern geholt worden sind, von der Polizei weggebracht wurden. Und der Mann sagte dann zu 500 versammelten Polizisten, und sehen Sie, ich bin jetzt 78 Jahre alt und ich hatte noch nie mit der Polizei zu tun, außer als sie mich ins KZ gebracht hat. Also wir sind gar nicht kriminell. Wir haben ja bis in die 80er Jahre keine Entschädigungen gekriegt wegen der NS-Zeit, weil vor Gerichten dieselben Nazi-Experten, die uns in die Konzentrationslager gebracht haben, als Experten des Staates wieder saßen und begründeten, dass die Zigeuner ja nun nicht wegen ihrer Ethnie vernichtet wurden, sondern kriminalpräventiv. Nach dem Prinzip, wir stecken dich ins Konzentrationslager, damit du nicht mehr klauen gehst. Das ist erst korrigiert worden, 1982 mit Helmut Schmidt als Bundeskanzler, der zum ersten Mal vom Völkermord gegenüber den Roma und Sinti sprach. So, und das führt mich dann im Grunde genommen dann auch wieder auf Hamburg und die Gedenkstätte, die wir in der Hafen City errichten konnten, dass wir dort wirklich jetzt die erste Gedenkstätte haben für die NS-Zeit, die gemeinsam den Juden, Roma und Sinti gedenkt und nicht wieder die Opfergruppen auseinanderholt. Dieser Versuch hier mit dem Denkmal über die Vergangenheit, darum zu kämpfen, der war ein Völkermord. Und das war nicht alles Asoziale, wie der Bundesgerichtshof 56 erklärt hat. Und die müssen doch entschädigt werden. Und die müssen doch ihre Staatsbürgerschaft wieder bekommen. Ich habe mir ihre Gutachten geschrieben, also die Staatsbürgerschaft aberkannt worden war. Weil noch da über das Zigeunerlager Marzahn, also 36, werden die Berliner Zigeuner in dieses Lager gefercht gegen Herrn Wilm wegen der Olympischen Spiele. Ich hatte dort Dokumente gesammelt für dieses Gutachten, zu beweisen, dass es ein Zwangscharakter war. Und habe also dann nicht nur einen meines Erachtens guten Text geschrieben, sondern auch Dokumente gesammelt in Fotokopie und habe die aber nicht abgeschrieben, sondern habe das nur in Fotokopie und auf dem Briefkopf war immer ein Hakenkreuz drauf. Und wo Hakenkreuz drauf ist, ist natürlich Wahrheit drin. Und dann kam der Senator, war das wirklich an den Gerichten angekommen und die haben gesagt, ja, der Mann hat schon recht, das war wohl ein Zwangscharakter. Freiwillig waren die da nicht. Nun kam der rein, der Innensenator, und erzählte das und kriegten auch wirklich ein bisschen Entschädigung. Aber das wurde mit der Sozialhilfe aufgerechnet, sodass sie letzten Endes nichts kriegten. Ja, es muss ja alles seine Ordnung haben. Ne? Es muss seine Ordnung haben. Und so ist es einfach so, dass wir keine heterogene Gesellschaft sind. Ja, wir leben überall verteilt in Europa und in den Ländern, in die Europa irgendwann mal kolonisiert hatte, außer Afrika.
Und da sind wir überall und haben uns im Grunde genommen auch in die Gesellschaften integriert. Nicht? Es ist ein Zeichen für unsere Überlebensstrategie, dass wir uns in Gesellschaften integrieren können, die uns im Grunde genommen nicht haben wollen. Also ich wüsste nicht ein Land, welches die Roma willkommen heißt und sagt, komm, außer Indien vielleicht mit Indira Gandhi, die damals gesagt hat, ihr seid unser Volk, kommt zurück, aber die Problematik war damals ja schon unsere Geschichte. Vor 1000 Jahren sind wir verschleppt worden von Mahmud von Ghazni und damit begann im Grunde genommen auch der Antiziganismus mit unserem Auftauchen dann mit dem Osmanischen Reich in Europa. Mit denen sind wir gekommen und mit denen sind wir aber nicht zurückgegangen, sondern auf dem Balkanterritorium verblieben. Deshalb auch die hohen Zahlen von Roma da. Die anderen Gruppen, sind meine Theorie, sind aus der Sklaverei geflohen mit dem Entdecken des neuen Kontinents Europa. Auch dann an die Meere, unsere Sinti, die Calais, die Manouche, die überall sich dann an den Meeren niedergelassen haben. Nee, gemeinsame Identität als Volk. Okay. Wir haben alle Gruppenidentitäten, die auf unsere persönlichen, individuellen, familiären Geschichten zurückgehen. Aber wir haben wenig... Aber du klagst den Zusammenhalt an, also nur innerhalb der Gruppe, der Familie und darüber hinaus gibt es keinen Zusammenhalt. Darüber hinaus gibt es keinen Zusammenhalt, außer von Aktivisten, die daran arbeiten. Ja. Internationaler Roma-Kongress in London, der erste, der war nach 1933, wo auch Jules Brunner damals dabei war und wir uns als Volk überhaupt zum ersten Mal eine Hymne, Jelem Jelem, das übrigens übersetzt heißt, wir sind gegangen, und eine Flagge gegeben haben und damit überhaupt einen Nation-Building-Prozess angefangen haben. Da wurden alle Karten neu gemischt und wir fielen wieder ganz nach unten hin. Mit dem Kommen des Kapitalismus in diese Länder und dem Abschaffen des Kommunismus, wo wir gleichberechtigt waren, unterm Strich, und man sich beschweren konnte bei seinen Gewerkschaftsmenschen über Diskriminierung und alle gleich behandelt zu haben waren. Daraus hat sich ergeben, dass wir im Grunde genommen immer nur mit dem Überleben beschäftigt waren. Es gibt keine gemeinsame Identität. Wir hatten es ja in Jugoslawien, wie viele Roma-Medien hatten wir da? Jede Region hatte da wirklich ihre eigenen Print-, Fernsehen-, Radio-Medien. War alles wir da. Waren ganz integriert in der Gesellschaft. Ja, wir waren nicht in der Ecke. Genau, in diesem multikulturellen, multiethnischen Staat Jugoslawien hatten die Roma ihre Ecke. Genau. Und die wurde ihnen genommen mit den Aufspalten in den Nationalstaaten. Die Geschichte ist eine gemeinsame Identität, die Sprache ist eine gemeinsame Identität und das Romanipä ist eine gemeinsame Identität. Das ist der Umgangskodex unter Roma miteinander. Ja. Wie heißt der Romanipä? Der Romanipä. Mit 14, als ich dann auch in der Rom- und Sinti-Union angefangen habe, habe ich dann auch dazu gestanden und das hat mir dann doch schon ziemlich viele Probleme bereitet in der Schule. Jahre später bin ich nochmal in die Schule gegangen und habe mit meinem damaligen Klassenlehrer gesprochen und ich war schockiert, was der für Rassismus von sich gegeben hat, 20 Jahre später. 20 Jahre. Da wurde mir dann einiges klar über meine Schullaufbahn. Erzähl mal. Ja, ich hatte da auch an dieser Haupt- und Realschule, damals gab es da im Bild steht auch 2 Nazi-Jungs, die an die Schule gingen. Und als ich einmal an denen vorbeigegangen bin, damals war ich noch kleiner als die, habe ich denen scheiß Nazis gesagt. Als Ergebnis konnte ich mich dann ein Jahr lang aufs Schulgelände schleichen über den Zaun. Und irgendwann hat es dann meine Mutter rausgefunden und die hat das dann beim Schulleiter zum Gespräch gebracht. Das Ergebnis war, dass ich mich bei den Nazis entschuldigen musste, dass ich scheiß Nazis zu ihr gesagt habe. Wie alt warst du dann? Damals war ich vielleicht so 12, 13, vielleicht 14. Da wurdest du politisch aktiv. Ja. Und einfach weil ich lesen und schreiben konnte. Einfach weil du lesen und schreiben konntest. Einfach weil du lesen und schreiben. Das ist total wichtig, was du jetzt erwähnst. Hattest du Erfahrungen, die nicht so positiv waren aufgrund deiner Roma-Identität? Natürlich in der Schule ist es ein bisschen so gewesen. Wie war das? Ja, also wir werden halt ein bisschen anders angesehen. Ne? So, wir sind das Dreckspack, wir sind Zigeuner, wir sind dreckig, wir stinken, wir sind eklig. Aber du lachst drüber, das ist Ja, gut. natürlich, weil das nicht die Wahrheit ist. Genau, und das macht dich, glaube ich, auch cool in deiner Identität. Du lachst drüber. Erzähl mir darüber mehr. Wenn man jung ist, dann ist man aggressiv. Natürlich wehrt man sich in dem Moment. Ne? Und man ist dann auch wütend. Aber je älter man wird, desto
weniger schaut man konzentriert sich auf sich selbst und auf sein Ziel, auf sein Leben, dass man vorankommt und nicht, was andere Menschen denken oder meinen zu denken. Aber ich habe auch Positives erlebt. Also ich habe auch Menschen kennengelernt, aber das sind meistens Menschen, die selber uns Roma kennengelernt haben, auch mit uns sind, wo die dann sagen, das sind die tollsten Menschen. Ne? Also ich denke mal, viele mögen Romas nicht, weil sie uns nicht verstehen, uns nicht kennen. Die denken einfach, dieses typische Klischee. Ne? So. Ich spreche meine erste Sache, was ich habe gemerkt, dass ich bin etwas anderes als die anderen. Und erstmal ich habe gehört, dass ich bin Zigeuner. Ich wusste nicht, was ist Zigeuner. Ich habe das in Schule gehört und gelernt. Ich weiß, dass wir sind Roma, aber was bedeutet Zigeuner? In Schule noch kleine, erste, zweite Klasse. Und das eigentlich ist die Erfahrung von jedem Roma-Kind. Und ich war immer alleine, niemand mit mir wollte nicht. Aber okay, ich habe nicht gemerkt, ein Kind war, dann ich komme in eine Klasse und ich habe angefangen, immer Zigeuner war eine sehr beleidigende Lied von uns, Ziguligo und so, eine Lied. Und dieses Lied, ich habe jeden Morgen gehört. Und ständig jede Situation, Zigeuner und so weiter. Dann ich sage, was bedeutet das jetzt? Warum die sagen das? Dann ich gehe zu Hause, ich frage meine Mutter und sie sagt, okay, ist nicht so wichtig, sprichst du nicht, ist nicht, weißt, sie wollte mich nicht sagen eigentlich. Die zweite, die dritte Klasse, dann war für mich klar, dass ich bin etwas anderes, weil ich bin ein Zigeuner. Und jetzt, was ist die Sache jetzt bei einem Roma-Kind oder bei einem Roma? Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Strategien. Ob du nimmst das, dass du bist Zigeuner, so wie die anderen denken, dann du spielst noch einmal, dann du bist Doppelzigeuner. Und du spielst das, weißt du, diese negative Sache von Spielen. Du spielst Zigeuner eigentlich. Nicht, dass du bist Zigeuner, aber du spielst das Zigeuner, weil so kannst du von ihm eine Sympathie zu nehmen. Ne? Dann die schauen dich als sympathisch so, als nett eigentlich. Oder du nimmst das als Beispiel und kämpfst mit das. Irgendwann verstanden, dass es überhaupt nicht berechtigt war, wie manche Lehrer mit mir umgegangen sind und Mitschüler. Wenn ich jetzt zurückdenken würde, in der Zeit, als ich noch in der Grundschule war, ich fand das ganz vollkommen in Ordnung, dass die mit mir anders umgegangen sind. Die sind anders mit dir umgegangen? Absolut. Und ich fand das berechtigt. Das ist das Traurigste daran. Warum? Weil ich mich schon anders gesehen habe und ich war nun mal eine Ziganka. Ja. Und ja, es war in Ordnung so. Das habe ich erst später verstanden. Erst als ich mit meinem Studium angefangen habe und mich an diese Gruppe angeschlossen hatte. Das waren Studenten, die in unterschiedlichen Städten Rumäniens studiert haben. Wir waren etwa über 100 Mitglieder in diesem Verein und wir haben angefangen, für Roma-Rechte, für Roma-Jugendrechte zu kämpfen. Wir haben damals sehr oft Demos organisiert, sodass heutzutage, und was ich erzähle, passierte 1998. Und seitdem haben wir Roma-Bildungsplätze in jeder Uni, die in Rumänien es gibt, sogar in Gymnasien. Gymnasien haben auch Roma-Extra-Plätze. Es hat sich viel getan. Und damals habe ich eben angefangen, an meine Rechte als Mensch zu denken, unabhängig von meinem kulturellen Hintergrund oder eben Nationalität. Dein kultureller Hintergrund hat dich aber sehr geprägt. Der hat dich eigentlich dazu gebracht, um die Welt noch mal ganz anders zu verstehen und um die Welt zu verändern zu wollen. Absolut. Das hat natürlich auch mit meiner Erfahrung zu tun, was ich alles erlebt hatte. Hattest du Erfahrungen mit Zuschreibungen, die dir fremd waren, weil du sie nicht so empfunden hast? Es gab viele Situationen. In der Schule? Ja. Was für Erfahrungen waren das? Dass die alle voreingenommen gewesen sind und ihre eigenen Gedanken hatten und ich damit klarkommen musste. Ich musste so entweder schneller, stärker, intelligenter werden als die, damit sie mir nie sagen können, ich bin ein dreckiger Zigeuner. Wow. Du hast es erreicht.
Wichtig ist auch für mich als Pädagogin zu verstehen, wie mache ich es, natürlich, du hast es eben erwähnt, Rassismen erkennen, reflektieren, wie machst du das in deiner Arbeit? Du bist Streetworker, ich habe gesehen, dass du in den Familien reingehst, was machst du für deine Leute und für die Gesellschaft? Ich habe natürlich nicht nur die Problematik, die von Schulseite jetzt an mich herangetragen wird mit Familien, sondern ich habe auch die Problematik in der Arbeit, dass die Familien mich direkt anrufen können, wenn sie selber irgendwelche Probleme haben in der Schule. Zum Beispiel? Zum Beispiel ganz praktisch Rassismus oder Diskriminierung in der Schule. Was dazu führt dann, dass die jungen Leute nicht gerne zur Schule führt, genau. Weil die Eltern oft dann in die Mechanismen verfallen der transgenerationellen Traumatisierung, dass sie ihre Kinder schützen wollen und aus dem System halt herausziehen. So. Ängste, Rückzug und Traumatisierungen, die sich daraus ergeben, beziehungsweise die lange vorher schon vorliegen, und eine Traumatisierung mit ihren Wirkungen existiert nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern läuft transgenerational. Das heißt, Traumatisierungen, die nicht wirklich verstanden, die nicht wirklich verarbeitet, die nicht wirklich bewältigt wurden in einer Art und Weise, dass sich Lebensbedingungen, Räume und Möglichkeiten nicht einschränken lassen. Wir sind sehr differenziert, genauso wie andere auch sehr differenziert sind. Jede Familie hat ihre eigene Familienklimatase, ihre eigene Sozialisation. Ne? Und da unterscheiden wir uns nicht von den anderen. Ne? Wir sagten auch, was geht hier wieder los? Es passiert wieder das Gleiche wie damals, als sie uns in die KZs brachten. Also, ne? Da geht eine wahnsinnige Angst rum. Unsicherheit im Kontakt mit Schulen, mit Bildung, mit Behörden, mit sozialen Institutionen. Und auch generell in jedem Kontakt, der über die Familie hinausgeht. Dass jemand seine Ressourcen und Möglichkeiten leben darf, wenn das in Generationen vorher nicht verarbeitet wurde, es wird weitergegeben. Ich bekomme eine Anfrage, lerne die Familie kennen und wir schauen gemeinsam, was möglich ist. Schauen nach Ressourcen und Möglichkeiten und stellt sich schnell raus, dass die Mama die Fachfrau in dem Ganzen ist und ich versuche, sie stark zu machen und zu unterstützen und ihr dabei zu helfen, es alleine auf den Weg zu bringen, ihren Jungen zur Schule zu begleiten und ihn rauszuschicken. Also Ausgrenzung führt dazu, dass in der Entwicklung eines Menschen irgendwas eigentlich zerstört wird. Wenn ein Kind nicht häufig zur Schule geht, also ein Roma-Junge nicht häufig zur Schule gehen kann, dann ist ein Teil meiner Begleitungsarbeit, ihn dazu zu bringen, Freude am Bildungswesen zu erlangen. Die psychologische Problematik findet nicht alleine in der Person der Mutter statt. Denn wir haben vorhin über transgenerationale Traumatisierungen gesprochen. Und wer sich in einer Gesellschaft ausgegrenzt oder unsicher oder ein Unbehagen in der Kultur empfindet und sich bedroht fühlt, wird eben nicht diese innere sichere Basis, diese Souveränität, diese Gelassenheit entwickeln können. Die Mütter, Väter, die wir alle unseren Kindern gegenüber brauchen. Was lernen Sie von denen? Das ist ja immer so eine Interaktion und ich denke, da sollten wir auch gucken, wo wir als Menschen stehen, wenn wir die Minderheiten nicht als Objekte unserer Wissenschaft benutzen wollen, sondern wo stehen wir als Menschen in diesem Miteinander. Was lernen wir? Überlebenswille, Zähigkeit. Ja. Die Übertragung von den Traumata. Wie können wir die reduzieren? Ja, der erste Schritt dazu ist, dass der Täter, also im Grunde genommen Deutschland, die deutschen Institutionen, da ihre Schuld eingestehen. Jetzt nicht nur die deutsche Mehrheitsgesellschaft, sondern allgemein die europäischen Gesellschaften von ihren Vorurteilen uns gegenüber leben und
diese antiziganistischen Vorurteile, die im Grunde genommen der Mehrheitsgesellschaft den Zigeuner erklären, den es gar nicht gibt, geschaffen wurde, künstlich und aufgebauscht wurde, nochmal von den Nazis und instrumentalisiert wurde, um die Vorurteile gegen uns zu schüren und damit überhaupt unsere Vernichtung möglich zu machen. Was ist mit dem Antiziganismus, mit dem Wort, was in der Anti-Bewegung eigentlich steckt? Also ich hatte zum ersten Mal mit diesem Begriff zu tun gehabt in 2003, da war ich noch tätig beim RCU hier in Hamburg. Ich hatte damals mit Marco Knutzen zusammengearbeitet und hatten sich dann 3 Professoren, Uniprofessoren interessiert. Ich glaube, der eine heißt Wippermann und Dressler, der dritte weiß ich nicht mehr. Und die haben damals angefangen, mit uns darüber zu diskutieren, wie würde es aussehen, mit antiziganistischer Arbeit anzufangen und aus der wissenschaftlichen Sicht das Ganze zu entwickeln. Ich habe aber wenig direkt Kontakt mit der Arbeit zu tun gehabt an sich. Das hat eher so Marco übernommen damals. Das war auch in der Zeit, als ich dann schwanger wurde nachhinein. Okay. Aber ich glaube, jeder Schritt, den wir vornehmen, die Aktivisten für Roma-Rechte und für die Gleichberechtigung, ist nun mal eine antiziganistische Arbeit. Das, was ich als Bildungsberaterin auch hier in Hamburg mache, das ist auch eine antiziganistische Arbeit. Denn wir versuchen, diese ganzen Vorurteile zu brechen, aus der Welt zu schaffen und unsere Kinder zu stärken. Die Frage ist, warum werden wir immer noch gejagt? Leute sterben bis heute noch. Ja, weil wir anders sind, die wollen uns einfach nicht. Das sind einfach Rassisten und Xenophoben. Und ich möchte auch nicht die ganze Menschheit in einen Topf werfen. Wir sind alle unterschiedlich. Ja, wir sind alle, jeder ist für seine Taten verantwortlich. Jeder von uns. Es besteht in dieser Gesellschaft ein sehr schlechtes Bild, was Roma angeht. Man sieht immer das Bild, was man sehen will. Also Rassismus, was ja Jahrhunderte alt ist. Ja, weil ich würde sagen, wir gehören mit zu den Klassikern der Fremden, zu den Klassikern der Migranten, wie die Juden. Die Juden haben heute Israel und wir werden immer noch von einem Land zum anderen vertrieben. Und wenn wir irgendwo leben, dann ist es so, dass man sich um uns in keinsterlei Form kümmert. Wir sind politisch nirgendwo vertreten. Man gibt uns auch nicht die Möglichkeit. In diesen Gesellschaften wird man nichts mehr ohne Lesen, Schreiben und Rechnen zu können. So. Und das ist ja auch im Grunde genommen nicht das Problem, welches wir haben als Roma und Sinti in dieser Gesellschaft. Der Großteil funktioniert, geht zur Schule, outet sich aber nicht. Ja? Und nur deshalb sind die Unsichtbaren auch erfolgreich in der Bildung. Es ist immer schwierig. Wenn man sich irgendwo bewirbt, dann sagt man nicht, dass man Roma ist, weil die Vorurteile sind halt da. Und ich persönlich bei meiner Arbeit gehe offen damit um. Also ich habe gesagt, was ich bin, wer ich bin. So. Ich habe kein Problem damit, aber am Anfang nicht. Weil ich halt nicht wollte, dass man etwas Schlechtes denkt, bevor man mich überhaupt kennenlernt. Was soll sich verändern, damit es eine Verbesserung? Dass, sage ich mal, Nicht-Romas bisschen toleranter sind. Dass sie sich nicht schämen müssen zu sagen, ich bin Roma, sondern dass sie einfach dazu sagen, ja, ich bin Roma und jetzt so. Allgemein erstmal den Menschen sich anschaut und nicht nur, aha, das sofort bist du. Ein Stempel. Ja. Okay. Wir sind als singulare Familie hier groß geworden, das bedeutet nicht als Großfamilie. Okay. Wir mussten uns das alles erkämpfen. In vielen Sachen mussten wir das halt verschweigen, damit wir uns nicht irgendwelche Charaktere da rein, dass wir immer diese Vorurteile bekommen. Und deswegen mussten wir uns das immer erarbeiten. Weil wir nicht wollten, dass die Menschen denken, dass wir immer Roma sind, dass wir immer klauen, dass immer die negativen Seiten dann angesprochen werden. Deswegen mussten wir uns das auch erarbeiten. Das bedeutet also schulischen Werdegang mussten wir insgesamt durchgehen. 13 Jahre zur Schule, Lehre danach, ganz normal, Status wie jeder andere. 20 Jahre später dieselben Vorurteile. Was ist mit, also Pädagogik, interkulturelle Pädagogik, was hilft da, deiner Meinung nach? Was muss verändert werden? Es muss erstmal der Willen da sein, nicht von den Lehrkräften, sich damit auseinanderzusetzen und
Es muss auch eine Bereitschaft dazu da sein, zu akzeptieren, dass man selber halt Rassismen und Vorurteile und Stereotypen in sich drin hat. Nicht? Jeder hat die. Jeder hat die. Indem man über seine eigenen Vorurteile reflektiert oder Erklärungen zu seinen eigenen Vorurteilen annimmt. Wir haben ja verschiedene Sachen gemacht. Wir haben ja hier zum Beispiel dann in einigen Jahren mit Marco Knutzen zusammen dann die Elterncafés gehabt, haben die gemacht dann für die Eltern unserer Roma-Kinder. Einfach um dann auch sie mal herzukommen, zu bekommen, weil natürlich auch da manchmal dann irgendwie, ja, vielleicht auch Berührungsängste da waren. Ich gehe in Schule, war selber früher vielleicht gar nicht so in der Schule. Was ist das überhaupt? Dann kommt man hierher, kommt zusammen und da haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Wo sind wir hier? Wir sind in Fedel. Was machen wir hier? Wir machen Roma-Tag. Und mit den deutschen Sinti haben wir das Problem, dass die nun aus den Klassen herausgeholt worden sind und deportiert worden sind. Und wenn ich so eine Großmutter dann zu Hause habe, die bis heute noch Angst hat vor der staatlichen Gewalt, die für sie auch Schule ist, dann muss ich überzeugen, muss ich einen Schutzraum schaffen in einer Schule, damit dort wieder diese traumatisierten Familien ihre Kinder hinschicken. Und das haben wir zum Beispiel ganz toll hingekriegt in dem RBBZ-Bildung in Wilhelmsburg, dass diese Schule wirklich als Schutzraum erfunden wird. Insgesamt gut 200 Kinder, die bei uns ihren Unterricht haben und bei uns das Angebot einer Ganztagsschule genießen, erleben. Genießen, das ist das, was wir gerne wollen und wo wir besondere Erfahrungen machen. Also eine ist sicherlich dann diese Erfahrung, dass die Roma-Kinder ja alle aus großen Familien oft kommen, auch aus Familienverbänden kommen, sich dann kennen und das ist schon was Besonderes, was viele andere auch gar nicht so haben und kennen und erleben. Und das dann zu etwas machen, was dann gut ist, das ist dann manchmal so ein bisschen die Kunst auch. Das kann dann unheimlich von Vorteil für alle sein. Also eine besondere Bindung führt zu einem positiven Ergebnis. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, wie sieht es speziell für Roma-Kinder aus? Mhm. Gibt es da Erfolgsrezept oder gibt es da irgendwas, wo Sie sagen? Ja, was gibt es da? Also, was ich dazu sagen kann, es gibt beides. Erstmal gibt es auch dann für Roma und mit den Roma-Kindern ganz spezielle Erfahrungen. Aber ich glaube, das Erste, was wir machen und was, glaube ich, ganz wichtig ist, sie sind für uns genau wie die anderen Kinder. Wir machen erstmal keinen Unterschied und trotzdem gucken wir uns natürlich jedes Kind an. Wir gucken uns nicht ein Kind an, weil es Roma ist, sondern weil es dieses einzelne besondere Kind ist. Aufbauend auf der Tätigkeit, die ich jetzt seit 15 Jahren schon mache, eine Qualifizierungsrunde aufgesetzt haben, um auch ganz plakativ Roma und Sinti, die keinen Schulabschluss, nicht mal einen Schulabschluss haben, qualifizieren zu können, dass sie in Schulen arbeiten und dort als Brückenbauer dann fungieren. Wenn wir dann die Schülerinnen und Schüler begleiten, das machen wir dann auch, da sind unsere Möglichkeiten auch besser geworden mit der Zeit, durch Marco Knutzen zum Beispiel oder durch seine Frau auch, die dann da schon auch ganz wichtige tatsächlich Begleiter sind. Ich bin Bildungsberaterin und Kulturmittlerin. Ist Marco ein großes Vorbild für die? Ist das eher so der Schlüssel, damit du sie eher besser kennenlernen kannst? Oder bist du jetzt direkt? Unsere Aufgaben sind total
getrennt. Ah, okay, erzähl. Marco ist für Absentismus zuständig. Ich bin für Bildung in der Schule zuständig. Ich mache auch für die Einzelförderung für die Fünftklässler Roma-Mädchen, ausschließlich für Roma-Mädchen, damit sie einen besseren Start in die 5. Klasse haben. Und außerdem, ich habe auch eine Mädchengruppe, wo wir über Roma-Kultur und Geschichte reden. Wow. Und ja. Du unterrichtest und die hören zu? Ja, also beziehungsweise wir reden einfach offen. Ich übe zum Beispiel, wir haben letztes Mal die Roma-Frage vorgenommen. Dann, ich habe sie gefragt, ob sie wissen, welche Farbe die Roma-Flagge enthält, was bedeuten die verschiedenen Farben und das Symbol in der Mitte der Flagge, die Bedeutung für die verschiedenen Farben, Symbolen. Und natürlich, da haben wir über ihr traditionelles Essen geredet, über die verschiedenen Länder, was ist der Unterschied ist, woher sie kommen, was ich kenne, solche Sachen. Das heißt auch mit den Eltern Schule machen oder weniger? Mehr über ihre Pflichten zu informieren und wie sie ihre Kinder unterstützen könnten. Das kennt man sonst auch, wenn man sich irgendwo bewirbt und dann sieht da der Personalchef den Namen und entscheidet danach, ob ich jemanden zum Vorstellungsgespräch einlade oder nicht. Das leben wir auch. Das ist dann nicht so, aber dann gehen die Kinder hin zu einer Firma, stellen sich davor und dann gibt es auch Erfahrungen, nee, wollen wir nicht ein zweites Mal. Und beim 3. und 4. Mal ist dann so ein Verdacht, ach, kriege ich keine Stelle, weil ich Roma bin. Wo suchst du die Praktikumsplätze? Wir gehen einfach los und klappen die Straßen ab und fragen. Das heißt, du bewirbst dich mit den Jugendlichen einfach anhand der Physiognomie, der Erscheinung? Ganz genau. Wow. Und klappt das? Ja, immer. Bisher hat es immer geklappt. Sehr schön. Ja, da sind sie wirklich fantastisch. Sie sind wirklich super selbstbewusst. Sie präsentieren sich super vor den Arbeitgebern. Halten Sie das auch durch? Halten Sie es aus? Ja. Wie lange geht ein Praktikum? Ja, also zum Beispiel dieses letzte Praktikum machen Sie jetzt seit November bis Ende des Schuljahres. 2-mal die Woche. Also ein Langzeit? Ein ganz Langzeitpraktikum und 2-mal die Woche. Was ist der optimale Praktikumsplatz? Die sind meist in der Küche, Bedienung, aber in solchen Restaurants, wo Frauen sind. Also wo die Inhaberin, Chefin, Frau ist. Also Küche ist und Bedienung. Essen zubereiten? Ja. Ah, okay. Und Kindergarten natürlich. Kindergarten haben sie auch ganz oft Praktikas gemacht und da hatten sie auch sehr viel Erfolg. Aber wenn das dann gelingt und dann plötzlich sich jemand erlebt, auch in so einer anderen Welt, ein Stück weit in der Arbeitswelt, das finde ich ist eine ganz tolle Erfahrung dann, die Kinder dann machen können, weil es dann auch dazu führen kann, dass es dann Wünsche gibt, wie man denn später sein Leben vielleicht doch mal anders verbringen will, als man es vielleicht dann so von vielen anderen kennt. Als ich erstmal mich vorgestellt hatte und sagte, ich bin hier für die Roma und Sinti-Schüler. Zuständig? Zuständig. Ich bin selber eine? Ich bin selber eine, hieß es erstmal, nein, ich bin keiner. Habe ich gesagt, macht ja nichts, ich bin trotzdem für dich zuständig, du sprichst Rumänisch, deine Eltern werden mich schon benötigen, was Gespräche mit der Schule angeht, also würde ich trotzdem zur Verfügung stehen. Bis dann irgendwann mit der Zeit mich kennengelernt haben und verstanden haben, es ist doch gar nicht schlimm, Roma zu sein. Das brauchen wir auch nicht zu verstecken. Was für mich ganz wichtig war, und das musste ich erst lernen, bevor es wirklich ein Happy End werden konnte, nämlich zu verstehen, zu deuten, also Dinge umzudeuten, die Symbolik dahinter zu verstehen. Also nicht mehr so sehr, nicht böse zu sein, wenn ich mal wochenlang rede und versuche, einen Jugendlichen zur Schule zu bewegen und der steht wieder nicht auf und der steht wieder nicht auf und Lehrer verlangen von mir viel, sondern es als Prozess zu sehen. Sprache, ja. Welche Sprachen sprichst du? Wie viele? Ich kann mehrere Sprachen, ja. Das ist, glaube ich, der Vorteil einer bilingualen Person. Ich bin ja bilingual aufgewachsen. Ich erinnere mich, als ich die Stelle hier in Bergerauf aufgenommen habe, da ist mein Sohn Schüler gewesen. Ist es immer noch, aber er war schon davor Schüler da.
Und als er erfahren hat, dass ich dort anfangen würde, meinte er zu mir, bloß nicht sagen, dass du meine Mutter bist. Habe ich gesagt, okay, das sage ich nicht. Und als wir bei der Einschulung der 5. Klasse, müssten wir uns vorstellen, weil ich ja auch mit der 5. Klasse arbeite. Ich arbeite eigentlich jahrgangübergreifend. Und da hatte ich mich vorgestellt und erstmal fing er an zu erzählen, dass ich für die Roma da bin und so weiter und so fort. Und dann hieß es, ich soll sagen, welche Sprachen ich spreche. Und als ich angefangen habe zu erzählen, welche Sprachen ich spreche, die ganze Saal hat applaudiert und mein Sohn war stolz. Weil er sich in der Sache, er hat mich dann anschließend geküsst, er fand das doch toll, dass ich dann... Ja, wahrscheinlich hatte er Angst, mit dieser Identität umzugehen. Er wusste nicht, was sagen jetzt die Schüler, wenn die erfahren, ich bin doch ein Roma. War das in der Phase, wo er 8 war, wo er sich Nein, die Frage gestellt hat? Das war, als er 13 war. Gibt es Highlights? Kannst du mir von irgendeinem super Fall erzählen, wo du denkst, wow, das widerspricht dem Klischee-Denken der Mehrheitsgesellschaft? Natürlich für uns ist ein Riesenfortschritt, wenn wir schaffen, dass sie bis 18 kein Kind kriegen. Und in dem Bereich haben wir schon auch Fortschritte erzählt, weil die Mädels, die hier zur Schule kommen, sie möchten noch mit heiraten warten, mit Kind möchten sie warten. Ich weiß, dass wenn ich in der Schule bin, die Mädels zur Schule kommen. Also den Tagen, besonders wenn sie bei mir Unterricht haben, diese Tage fehlen sie nie. Das heißt auch hier Bindungsverhalten. Die brauchen jemanden, wo sie sich vertraut fühlen, damit sie auch kontinuierlich zur Schule gehen. Ja. Dass nur durch persönliche Begegnungen Vorurteile abgebaut werden können. Ich kann den Menschen viel erzählen, solange sie das nicht auch erleben und sehen, bleibt es alles nur theoretisch. Was kann hilfreich sein für die jetzige Generation, für die Generation, die hier aufgewachsen ist, die eine Roma-Kultur mit sich trägt? Was kann da helfen? Schule? Ja, Sport? eine gute Bildung. Eine gute Bildung. Was hilft da? Sich zu zeigen, wie man in Wirklichkeit, wer man in Wirklichkeit ist. Authentisch zu sein und selber zu sein, die Person, die man wirklich ist. Und sich nicht von irgendjemandem, von Erwachsenen, wie auch zum Beispiel, wie ich schon öfter gehört habe, lass das Boxen, lass das und das, los komm, arbeite mal, tu mal das. Und immer vernachlässigt man seine eigenen Situationen, was man eigentlich machen will. Ob man tanzen will oder was auch immer. Ich habe auch einige Leute um mich herum, die sind sehr gute Zeichner. Mhm. Oder zum Beispiel sehr, sehr gut aus unserer Kultur Musiker. Mhm. Und die geben sich immer mit dem Niedrigsten ab, weil sie nicht nach den Sternen greifen können. Klar. Das bedeutet also nicht, dass ich mich einfach nur stigmatisiere, dass ich einfach nur in der kulturell bleibe, ne? Und einfach gar sage, alles Gaiji und sonst was, alles damit will ich nichts zu tun haben. Deswegen mit anderen Kulturen und sowas, das ist eigentlich bei uns so. Fusion? Genau. Du bist eine starke Frau. Von wem hast du das? Von meiner Mutter wahrscheinlich. Was hat sie zu einer starken Frau gemacht? Ihr Leben. Wie war's? Hart, kurz? Schwer. Erzähl. Sie hat eine schwierige Kindheit gehabt. Hat jung geheiratet, ist jung Mutter geworden, musste viel kämpfen, ist damals nach Deutschland gekommen, konnte kein Wort Deutsch. Hatten nichts, waren auf der Straße quasi, haben von nichts etwas aufgebaut. Also ja, und das hat sie, glaube ich, sehr gestärkt, was wir uns halt auch mitgegeben haben. Bildung, ist das ein Weg? Ich finde, es ist sehr wichtig für die jungen Mädchen, der Weg zu gehen Richtung Bildung. Denn das gibt einer jungen Mädchen die Kraft, selbstständig zu werden, selbstbewusst zu sein. Und es ist ganz wichtig, dass sie an sich glauben. Das finde ich A und O. Und vor allem, weil diese jungen Mädchen werden irgendwann Mütter sein. Und die Rolle der Frau ist nun mal ganz wichtig in der Familie, denn sie übernehmen meistens die Erziehung der Kinder. Und so werden wir es schaffen, dass die nächste Generation noch mehr Bildung genießen können. Schule, kommen die gerne zur Schule? Sie fühlen sich wohl hier. Was gibt es hier Besonderes? Dass diese Schule auch diese Möglichkeit gibt, dass die Kinder über ihre Geschichte und Kultur lernen können. Das ist was ganz Besonderes in dieser Schule.
Das heißt, Sie bekommen eine Unterstützung in Ihrer kulturellen Identität. Zu stärken, ganz genau. Geschichte? Geschichte ist ein bisschen schwieriger, weil die Bücher sind alle für Erwachsene geschrieben. Ich muss das alles ein bisschen für ihre jonglieren und eine Einzelteile rausholen und das mit ihnen bearbeiten. Wie fühlen Sie sich, wenn ihr zusammen über Geschichte, über Kultur? Sie sind sehr interessiert, sehr interessiert. Und da ist noch großer Bedarf, diese Wissen zu erweitern. Sie sind gierig auf Wissen und sie sind sehr interessiert. Passiert das nicht zu Hause? Oder weniger? Nicht, dass ich wüsste. Warum? Weil ich glaube, ihre Eltern und ihre Familie wissen selber wenig über ihre eigene Geschichte. Können Sie darüber was berichten? Warum ist es weniger die Stigmatisierung und viel mehr die Förderung? Und was können Sie dazu anderen Schulen und anderen Pädagogen empfehlen? Naja, gut, das ist etwas, was dann die Arbeit der Sonderpädagogen auszeichnet oder was einfach eine Voraussetzung ist, dass man doch auch den Schülern mit sehr viel Empathie und Zuwendung begegnet. Und wenn man das macht, heißt das auch immer, ich muss mich auch auf mein Gegenüber einlassen, muss auch dann versuchen zu verstehen, wie der andere ist, tickt, was er mitbringt, was er hat, was er braucht. Ich verstehe natürlich ihre Verhaltensweise viel mehr als die anderen Kollegen und ich versuche zu erklären, warum ist diese Situation zustande gekommen und wie man das lösen kann. Für die Kollegen natürlich ihre Lautstärke ist zu viel teilweise, wo ich immer versuche zu erklären, dass es kein Streit ist, das ist für die Mehrheitsgesellschaft, es ist wahrscheinlich ungewöhnlich laut, aber es geht nicht um Streit, sie reden nur miteinander. Musste die Fremdbestimmung, den Begriff, den man nicht selbst ausgesucht hat, benutzen, um den Jahre später zu neutralisieren und zu verändern. Im Endeffekt ist es wirklich das rassistische Wort. Ne? Und wir arbeiten an den Antiziganismus. Der Antisemitismus, der wird hier ganz hoch gespielt, in Medien und überall. Und es wäre auch an der Zeit, dass man das auch bei uns macht. Ja? So. Man kennt uns nicht. Man weiß gar nicht, wer wir sind. Ja? Genau, und etymologisch bedeutet das die Unberührbaren aus dem Griechischen. Afingan. Ja, siehst du? Super. Genau. Das gefällt mir gut. Das ist ein Schimpfwort. Benutzt du das? Ich nein. Ich versuche, soweit es nur geht, diesem Wort umzugehen, auch wenn ich erklären muss, wer ich bin und was ich tue. Die Sprache ist Romanes, die Sprache ist nicht Zigeunisch. Wenn ich wollte fragen, ob du sprichst Romanes, ich sage, kennst du Romanes? Nein, kennst du Zyganski? Das geht nicht. Ich bin die Romni und er ist der Rom. Und wir sprechen Romanes. Woher kommt dieser Mythos, der Sinti-Roma sind doch so musikalisch? Wer hat in deiner Familie gespielt? Alle aus meiner Familie sind. Alle Geige oder? Nee, nicht alle Geige. Also da spielt mein Uropa ist ja schon verstorben, ist schon lange her. Er hat Geige gespielt. Ja. Mein jetziger Opa spielt Akkordeon, mein Vater spielt auch Geige. Zurzeit spielt er Gitarre, weil er mich akkompanieren muss. Er begleitet dich, du eres compañero, ja. Und ich spiele Geige. Ja. Wer bist du? Ja, ich bin Alex Sixtrata. Ich bin geboren in Bulgarien und ich lebe seit 15 Jahren in Deutschland. Das erste Mal, als ich hier gewesen bin, dann wusste ich schon, ja, das ist das Land, wo ich leben will und meine Zukunft hier verbringen möchte. Warst du in der Schule? Hast du die Schule besucht hier? Ja, ich habe hier die Realschule abgeschlossen. Ja, super. Und habe die 10. Klasse hier in Deutschland absolviert. Wie kommen die Menschen in Deutschland mit dir und deiner Geige klar? Wärst du sofort in Verbindung gebracht, derjenige, der ja, Musiker?
Das kommt natürlich auch, glaube ich, auch davon, dass ich sehr viel auf der Straße spiele. Und seitdem ich in Deutschland bin, das erste Mal habe ich noch auf der Straße gespielt und die Leute waren total begeistert davon. Hast du vor, eine Uni zu besuchen? Hast du da Ja, ich habe vor, eine Uni zu besuchen. Da muss man eine sogenannte Aufnahmeprüfung machen. Aber ich hoffe, mit meinem Gehör und meine Kenntnisse auf der Geige werde ich das auch schaffen, ein Notenlied oder ein klassisches Stück auf Gehör perfekt zu spielen und dann trotzdem die Aufnahmeprüfung zu schaffen. Okay, das heißt... studieren muss ich ja sowieso irgendwann. Mein Onkel hat zum Beispiel seine klassische Schule, seine Universität abgeschlossen. In Bulgarien? In Bulgarien, ja. Okay. Du hast eine Roma-Identität, beziehungsweise ich bin Roma. Ja. Du bist Roma. Erzähl mal. Ja, ich bin sehr stolz drauf, Roma zu sein. Du kommst, also Zigeuner, mit dem Wort hast du keine... Mit dem Wort hatte ich wurde ja selbst nicht, vielleicht 1 oder 2 Mal Zigeuner genannt. Und danach, die Leute, ich weiß nicht, also es gibt Leute, die nennen dich Zigeuner und die sehen dich so, weil du Zigeuner bist. Und mir ist es schon immer scheißegal gewesen. Und sobald die dann dich sehen, dass du dann was Besseres eigentlich bist, was die sich davor vorgestellt haben oder vorstellen könnten, dann ändern sich die Sachen. Zum einen das Weitergeben der eigenen Tradition innerhalb der Familien, sodass immer irgendwer Musik gespielt hat oder gesungen hat. Und zum anderen, das zeigt es uns ja auch, dass es eine Art ist, auch seine Geschichte, seine Traumatisierung überhaupt zu verarbeiten. Noch was Positives im Leben zu sehen, obwohl um einen herum wirklich der Kampf ums Überleben tobt. Deswegen so viel. Deswegen so viel Herz und Emotionen drin. Ja. Roma, okay, Synonym für Musiker. Was passiert damit bei dir? Ja, solange die nicht sagen, sie sind Zigeuner und es ist in Ordnung, Zigeuner zu sagen, sollen sie Musik machen, davon leben sie. Ja. Aber solche politischen und Diskussionen über Antiziganismus oder Identität und Zigeuner ist äußerst schwierig zu führen mit Menschen, die von diesen Klischees leben. Was wünschst du dir in Thema Bildung? Ich würde mir wünschen, dass wir in die Lehrpläne reinkommen der Schule. Ja, wir finden nicht statt, außer in einem Nebensatz über den Holocaust. Aber wenn wir stattfinden in den Lehrplänen, dann kann man schon viele der Vorurteile aus dem Weg räumen. Ja. Und dann weiß man unsere Geschichte, dann weiß man unseren Hintergrund, dann weiß man, es erklärt sich viel des schwierigen Verhaltens, was Sozialarbeiter mit uns haben, dadurch, wenn man auf die transgenerationelle Traumatisierung blickt. Nicht? Okay. Es bewirkt ein Verhalten, dass man dem Täter gegenüber entweder aggressiv wird oder sich der Situation entzieht. Das ist der Zustand von vielen problematischen Familien. Der Rest, der erfolgreich ist, den merken wir nicht. So, aber das hat nichts damit zu tun, dass ihr kein eigenes Land habt. Also nee, das will ich auch nicht. Und das würde dazu führen, dass wir dahin deportiert werden würden. Okay. Ja? Ich sehe meine Zukunft damit ich an die Leute weiterhelfe und zumindest in die nächste Ebene gehe. Das bedeutet, wir müssen nicht stagnieren. Wir müssen auch mal boomen. Wir haben immer einen ganz Minimumstatus hier in Deutschland. Das bedeutet also, unser Status, unser Romas, ist in Wirklichkeit so, wir leben mit dem, was wir haben. Und nächsten Tag ist es völlig egal. Es ist ein tolles Leben. Ich will das nicht widersprechen. Aber es ist das Problem einfach nur daran, dass wir nichts für morgen tun oder für übermorgen und nicht darauf denken und hoffen. Ne? Wir beten immer nur und das war's. Es ging immer nur darum, uns irgendwie loszuwerden. Okay, aber ihr seid hier. Ja. Und wir werden immer mehr. Und was schlägst du vor für das Hiersein, für das Dasein? Ja, Kopf für Kopf muss überzeugt werden. Und das ist ein langwieriger Prozess. Was und wie siehst du dich in der Zukunft, in der Arbeit, wo du jetzt tätig bist? Roma-Schüler, die danach zur Universität gehen und stark im Leben stehen.
Dass dadurch, dass sie, wenn sie arbeiten, sie ihre Kinder eine bessere Zukunft ermöglichen können. Durch Bildung dann Durch auch, Bildung. Ne? Du kannst ganz anders sein und einfach, du kannst bleiben weiter als ein Roma. Ich bin Roma. Ich war nie etwas anderes. Und das ist gut, dass ich bin Roma. Und Punkt.